Salam alaikum, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen internationalen Kochvideo von mir. Allerdings wird in diesem Video nichts gekocht, sondern hier geht es um die rohköstliche Zubereitung einer namibischen Spezialität, das sogenannte Biltong. Das ist rohes, getrocknetes Wildfleisch, welches gewürzt wird und zum Trocknen aufgehängt wird und dann hinterher im Trockenzustand, wie wir das hier jetzt bei meinem Neffen sehen, verzehrt wird. Und das ist eine so köstliche Spezialität, subhanallah. Die weiß man erst zu schätzen, wenn man sie einmal selber ausprobiert hat. Und dazu benötigen wir Bio-Wildfleisch von artgerecht gehaltenen Tieren, also richtig schönes Fleisch ohne Fett und ohne Sehne, wie man das für Steaks zum Beispiel benutzt. In Deutschland ist dieses Fleisch zwar fast wirklich unbezahlbar, aber hier in Namibia ist es leicht zu bekommen. Man kann es entweder günstig im Geschäft kaufen oder einfach von der eigenen Farm selbst bekommen, weil hier die Farmen ja richtig groß sind und viele wilde Tiere beherbergen, wie Springböcke, Kudus, Gemsböcke, die in freier Wildbahn leben und artgerecht gehalten werden, weil sie einfach nur frisches Gras fressen. Deshalb ist das Wildfleisch hier in Namibia sehr gesund und von hoher Qualität, Alhamdulillah. Wir schneiden das Fleisch jetzt immer mit der Faser, also nicht gegen die Faser, sondern mit der Fleischfaser, und zwar in ganz dünne Scheiben, die wir dann wiederum in einzelne ganz dünne Scheibchen schneiden. Denn wir wollen am Ende so ganz dünne, lange, trockene Biltongstückchen erhalten, die dann auf der Zunge zergehen, weil sie keine Sehne, kein Fett enthalten und ganz zart sind. Denn das Wildfleisch stammt ja von stressfrei aufgewachsenen Tieren, die in freier Natur leben und sich von natürlichen Gräsern und Kräutern ernähren. Das Fleisch von heimischen Wildtieren hier in Namibia ist übrigens viel leichter verdaulich als andere Fleischsorten, da es einen niedrigen Anteil an Bindegewebe hat. Außerdem hat es einen besonders hohen Mineralstoffanteil. Es hat einen besonders hohen Anteil an Selen, Eisen und Zink. Auch die B-Vitamine sind sehr gut vertreten. Wildfleisch enthält mit 23% besonders viel Protein und eindeutig mehr als Rind- oder Geflügelfleisch. Zusammen mit Fisch gehört es zu den eiweißreichsten Fleischarten. Deshalb eignet sich das Wildfleisch grundsätzlich auch besonders gut in der Sportlerernährung. Die Zusammensetzung seiner Aminosäuren ist sehr ausgewogen und hat zudem eine besonders hohe biologische Wertigkeit. Das bedeutet, es kann vom menschlichen Körper besonders gut in körpereigenes Protein umgewandelt werden und unterstützt den Muskelaufbau. Außerdem ist es leichter verdaulich als andere Eiweißarten. Wir haben jetzt gerade gesehen, welche Gewürze ich hierfür verwende, also selbst gestoßener Koriander, und der sollte möglichst nicht ganz fein gemahlen sein, sondern nur ganz grob gemahlen. Chili nehmen wir auch etwas und eben Himalaya-Salz zum Würzen dieses Biltongs. Das sind die einzigen Gewürze, die wir verwenden. Mehr kommt da nicht drauf. Und das wird dann von beiden, also diese langen Stückchen, werden dann von beiden Seiten jeweils mit diesen 3 Gewürzen bestreut. Die Salz- und Chili-Menge kann man natürlich je nach eigener Präferenz gestalten, ob man das salziger oder schärfer haben möchte. Die Kombination dieser 3 Gewürze hier erzeugt ein richtig leckeres Geschmackserlebnis hinterher. Wichtig ist eben auch, dass der Koriander frisch gemahlen wird. Das heißt, man nimmt den ganzen Koriandersamen und zerstampft ihn ein wenig. Dadurch behält er weitgehend seine gesunden Eigenschaften und schmeckt auch sehr viel leckerer. Also es gibt ein ganz köstliches Aroma zu für dieses Biltong. Im Gegensatz dazu, wenn man ihn fertig gemahlen im Geschäft kaufen würde, wo er oft viele Monate im Regal steht und dadurch sein Aroma verliert. Zum einen und zum anderen weiß man nie, was die immer noch da reinmischen, wenn man das fertig gemahlene Koriander kauft. Das könnte auch gestreckt sein mit anderen Zutaten. Und zum Salzen natürlich wie immer nehmen wir nur das Himalaya-Salz, und das ist das gesündeste Salz überhaupt. Denn das Himalaya-Salz ist sozusagen der Edelstein unter den Salzen, weil es eben ein Kristallsalz ist. Und beim Kristallsalz führten die passenden Druckverhältnisse zur Entstehung eines geometrisch perfekten Kristalls, in dem die Elemente in einer so kleinen Teilchengröße vorliegen, dass sie vom menschlichen Körper hervorragend aufgenommen und verstoffwechselt werden können. Das ist bei anderen Salzen nicht der Fall, deren Elemente zu grobstofflich sind, um unseren Zellen zu nutzen. Nachdem wir das Fleisch jetzt, wie wir eben gesehen haben, gewürzt haben von beiden Seiten, werden wir es entweder mit einem Haken auf einer Wäscheleine sozusagen aufhängen in einem kühlen, dunklen Raum, oder wir legen es auf ein Gase-Rostgestell, wie wir das jetzt hier sehen. Das ist ein altes Gasefenster, wie man sie hier in Namibia benutzt, um die Fliegen und Moskitos fernzuhalten. Und dieses Gestell stellt man dann in einen kühlen Raum für 2 bis 3 oder 4 Tage. Bei dieser Temperatur und diesem trockenen Klima hier in Namibia geht es sehr schnell. Auch in Deutschland könnte man es im Sommer an der frischen Luft trocknen lassen. Allerdings müsste man natürlich irgendein Netz darüber geben, damit es von den Vögeln nicht angeknabbert wird. Und es darf auch nicht in der direkten Sonne liegen zum Trocknen. Ansonsten kann man es aber ganz normal in einem Dörrgerät auch trocknen.
Auf diese Weise getrocknetes Bio-Wildfleisch von artgerecht gehaltenen Tieren ist sehr gesund und eine richtige leckere Proteinquelle für zwischendurch, die übrigens ewig haltbar bleibt, so lange eben, bis man es aufgegessen hat. Das Fettsäuremuster von Wildfleisch ist sehr ideal, wenn natürlicherweise Grünfutter, Heu und Gras gefressen wird, wie das hier in Namibia natürlich der Fall ist. Denn dann überwiegen die wertvollen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren und konjugierten Linolsäuren. Aber auch die gesättigten Fettsäuren von artgerecht gehaltenem Wildfleisch sollen in den neuesten Studien zufolge sogar sehr gesund sein, entgegen der fälschlichen Annahme von früher, dass diese die Cholesterinwerte erhöhen. Tatsächlich senken sie sogar die Blutfettwerte und halten sogar den Triglyceridspiegel niedrig. Mehr Informationen dazu findet ihr in meinem Video zu den gesunden Fetten. Das werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Rohköstlich getrocknetes Wildfleisch von artgerecht gehaltenen Tieren ist ein feinfaseriges, zartes, mageres Fleisch, welches einen gesunden Genuss bietet. Insbesondere hier in Namibia, wo das Fleisch keine Strahlenbelastung aufweist, wie es das in Europa noch manchmal tun kann, auch wenn es schon 30 Jahre her ist seit der Tschernobyl-Katastrophe. Aber die Jäger sind verpflichtet, das Wildfleisch speziell untersuchen zu lassen, bevor es in den Handel kommt. So kann der Verbraucher sicher sein, dass es sich um ein einwandfreies Wildfleisch handelt, sofern es von Bioqualität ist. Wildfleisch enthält viel leicht verdauliches Eiweiß mit einer hohen biologischen Wertigkeit. Das bedeutet, dass es leicht in körpereigenes Eiweiß umgebaut werden kann, das eine besonders ausgewogene Aminosäurenzusammensetzung besitzt. Mit durchschnittlich 23% liegt der Eiweißgehalt höher als bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Da sich Wildfleisch außerdem durch einen geringen Bindegewebsanteil auszeichnet, macht es das Fleisch leichter verdaulich als das Fleisch von Schlachttieren. Außerdem ist es besonders reich an Vitaminen der B-Gruppe und zeichnet sich durch eine günstige Nährstoffdichte aus. Das heißt energiearm, aber nährstoffreich. Eine Palette von Mineralstoffen macht Wildfleisch außerdem ernährungsphysiologisch wertvoll, besonders die Spurenelemente Eisen, Zink und Selen sind in größeren Mengen vorhanden. Da das Wildfleisch hier in Namibia, abgesehen davon, von sehr hoher Qualität ist, Mashallah, bietet es sich einfach an, diese namibische rohköstliche Spezialität herzustellen, und daran wollte ich euch einfach teilhaben lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch gutes Gelingen, falls ihr ebenso dort in Deutschland zu Qualitätsfleisch von artgerecht gehaltenen Biotieren gelangen solltet. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen, und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.